Wir sind nicht nur passive Konsumenten und wir müssen das gar nicht hinnehmen, so behandelt zu werden, auch von Marken zum Beispiel oder von der Marktwirtschaft. Die Biopioniere. Mein Name ist Cecilia Palmier. Ich bin Designerin, Entwickler, Creative Technologist und ich arbeite und bewege mich zwischen Mode, Nachhaltigkeit und Technologie. Ich schreibe, ich recherchiere, aber mache auch Veranstaltungen und versuche, Menschen zu aktivieren auf unterschiedliche Art und Weise. Ich arbeite viel digital, Konzepte entwickeln, programmieren und Sachen zu entwickeln. Es ist mir aber gleichzeitig dieses Materielle sehr wichtig und gerade selbst Hand anzulegen, weil es verknüpft auch die Welt des Gedankens mit der physischen Welt. Tatsächlich, als ich mich erstmal mit ökologischer Mode beschäftigt habe, ging es mir um die sozialen Aspekte. Ich wollte Merchandise, T-Shirts für ein Projekt kaufen, die unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt werden. Und das war sehr schwer. Und ich habe dann entdeckt, wie wenig es tatsächlich gibt. Was Schönes an Berlin, finde ich, dass es gibt viele kleinere Läden. Es gibt viele, die sich in die Selbstständigkeit wagen, auch Modedesigner. Kate Pinkstone entwickelt Kollektionen aus teilweise upcycelten Materialien und Kleidungsstücke, die sie findet und umschneidet, teilweise neue ökologische Stoffe. Und es freut mich sehr zu sehen, dass immer mehr Designer entdecken auch diese Quelle, also getragene Kleidungsstücke, als eine ernsthafte Alternative aus so neuen Stoffen. Ich glaube persönlich auch, dass so Microbusiness die Zukunft ist. Ich denke, das ist unglaublich wichtig, damit wir auch die Diversität bewahren. Einfach, dass es nicht nur ein paar Großhändler sind, die uns alles liefern, wo alles mehr und mehr gleich wird, ob es jetzt um Essen, Bücher, Mode geht. Es ist eine sehr gute Sache, die Modeindustrie, wie sie ist, auf eine nachhaltigere Art, eine ökologischere Art umzustellen. Es wird wahrscheinlich nicht reichen, weil wir eben so viel wollen. Es geht nicht nur um einzelnen Fast-Fashion-Läden oder um Guten oder Bösen, sondern einfach, dass wir insgesamt auch als Menschen, als Gesellschaft mehr und schneller konsumieren. Wir tragen die Sachen weniger, mehr bleibt liegen und das ist einfach viel größere Volumen im Umlauf und die Qualität geht gleichzeitig runter und die Bedingungen, worunter das produziert wird, werden schlechter. Fashion Revolution ist eine globale Bewegung. Es hat also eine Social-Media-Kampagne gestartet mit dem Hashtag Who Made My Clothes, um einfach noch mehr Transparenz bei den Marken zu fragen und dass die einfach deren Lieferketten auch transparent darlegen. Wir haben in Deutschland dieses Jahr eine Online-Kampagne gemacht, Crisis Fashion. Crisis Fashion war ein Fake-Webshop, wo wir sehr billige 50 Cent T-Shirts verkauft haben. Aber das war eine Falle, der war wie ein Virus, ist der zerfallen. Man könnte dann aber auch an den Marken schreiben oder auf andere Art und Weise aktiv werden. Mein Ansatz basiert viel auf Open Source, auf den Open Source Gedanken, was ich auf Mode übertragen habe. The Craft Atlas ist eine digitale Plattform, um Handwerktechniken aus der ganzen Welt zu entdecken. Wir haben das entwickelt als eine Art Werkzeug, um leichter herauszufinden, wo bestimmte spezielle Techniken, zum Beispiel so Textil, Stickereien, Appliqué, wo kommt das her? Wer macht das eigentlich? Kann ich das noch produzieren lassen? Und was bedeutet das überhaupt? Wow, guck mal, das ist wirklich, das ist gar kein Betrug. Einer meiner Kollaborationspartner ist Eugenie Schmidt von Schmidt Takahashi. Das ist ein Premium Upcycling Brand aus Berlin. Und das Besondere an Schmidt Takahashi ist, dass Kleidungsstücke werden umgeschneidert, reanimiert. Dabei werden die auch alle getrackt, auch in der Datenbank gespeichert. Und das heißt, man kann bei den neuen Kleidungsstücken alles nachverfolgen. Was war es
früher oder was ist daraus geworden, um auch diesen Storytelling von Upcycling und Wiederverwendung zu erzählen. Die Modeindustrie, wie wir sie kennen, das geht zu Ende irgendwann, weil es baut auf ein Modell, was wir nicht tragen können. Und das ist auch weitaus bekannt, auch bei den Modeunternehmen. Und wir brauchen jetzt neue Wege. Besondere Jeansjacke, ne? Also das, was nicht jeder hat. Es wird auch nicht die eine Lösung geben auf diese Probleme, aber deswegen, je vielfältiger die Ansätze sind und je mehr man sich traut, sich aus dem Fenster zu lehnen, je besser.